In diesem Live-Call, ja, geht es hauptsächlich um die aktuelle Energie. Das heißt, das, was gerade im Kollektiv spürbar ist, channel ich aus dem Tatatara-Kanal und mache daraus spontan eine Live-Session im besten Sinne für alle. Dabei geht es um unterschiedlichste Themen im Bereich von Manifestation. Und es ist auch ganz gleich, was du dir genau in dein Leben für ein genaues Ziel auserwählt hast für den aktuellen Zeitpunkt, was du gerne manifestieren möchtest, sei es ein Traumpartner, finanzielle Fülle, eine Berufung, einen Traumberuf, Seelenplan, wie du das auch nennen möchtest, oder was ganz anderes, was dir quasi auf der Seele liegt, auf der Seele schwingt, was du gerne in dein Leben ziehen möchtest. Darum kümmern wir uns in dem Coaching. Und die Live-Calls donnerstags mit mir und freitags mit Philipp jeweils um 18 Uhr sind eine gute Gelegenheit, da nochmal tiefer einzutauchen und dich noch tiefer mit dir selbst zu verbinden, mehr zu erfahren und zu transformieren, um es schneller und effektiver möglich zu machen, das, was du dir wünschst. Wir haben eine große Bandbreite an Tools, die wir anbieten, um ja verschiedenste Wesen, Aspekte von dir, von euch im Kollektiv anzusprechen. Und wir sind sehr vorfreudig auf jeden einzelnen von euch. Ich habe mich in die Energie hineingefühlt und herauskam, dass wir heute eine alchemistische Hochzeit machen werden. Ja, also es geht um das genauere Anschauen deiner männlichen und weiblichen Energie, wie die zueinander in dir stehen, wo du dich jetzt gerade in deiner männlichen und weiblichen Energie bewegst und warum das überhaupt wichtig ist, warum gerade dieses Thema jetzt auftaucht. Dazu komme ich gleich. Was das Ganze überhaupt mit Manifestation zu tun hat. Dazu wird es noch ein YouTube-Video geben, weil es auch ein sehr spannendes und sehr wichtiges Thema ist, was ich glaube, so gut wie gar keiner, mit denen ich jetzt so in diesem Bereich zu tun hatte, anspricht, beziehungsweise damit so bewusst arbeitet. Dabei ist es doch sehr, sehr wichtig, ja, dies zu berücksichtigen. Wir haben eine weibliche und eine männliche Komponente in uns. Du kannst dazu Yin-Yang sagen, plus, minus, ja. Weiblich, männlich, beziehungsweise wenn du ein bisschen mit Yoga vertraut bist, gibt es einen Sonnenkanal, einen Hauptkanal und einen Mondkanal, wobei der Mondkanal ist der linksgängige, also links zugehörige zu deiner linken Körperpartie beziehungsweise rechte Hirnhälfte und der Sonnenkanal, der rechts angeordnet ist und die linke Hirnhälfte bespielt, die gemeinsam ausbalanciert und verwirklicht in den Hauptkanal Sushumna enden, der zentral verläuft am Rücken. Dazu werde ich jetzt auch was erzählen und ich weiß ja nicht, wie deep du jetzt in dem Thema drinne bist, womit du überhaupt gearbeitet hast, aber es gibt auch viele, die mit Familienaufstellung und Themen, Linien arbeiten, wenn sie noch tiefer hervordringen können und wollen, warum sie so sind, wie sie sind und warum sie bestimmte Emotionen mitbringen, Familienaspekte, Verhaltensweisen, weil diese können zwar auch sehr schön sein und bereichernd, ja, wenn du an deine Familie denkst und das, was dir beigebracht wurde, das, was dich ausmacht, aber auch sehr limitierend sein, wenn es auch Programme gibt, die von der väterlichen oder mütterlichen Seite kommen, die nicht dienlich sind, die dich an Glaubenssätze binden. Die häufigsten sind, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht hübsch, ich bin nicht ausreichend, bin nicht liebenswert. Ich, ja, da gibt es so, so viel, was einen hindern kann, egal um welches Manifestationsziel es geht, ob es um Traumpartner geht, um den Traumberuf, um eine andere Form von Realisation, ja. Und wirst du auch bei dir merken, spätestens nach dem Gespräch, nach dem Live heute, wenn du da mal reinhörst und dich über längere Zeit beobachtest,
welche Seite in dir mehr dominiert. Ja, jeder von uns hat eine leicht dominantere Seite. Ob das jetzt mehr männliche Energie ist oder weibliche, wie sich das Ganze zeigt, das werde ich dann auch heute nochmal gezielt ansprechen, bevor wir dann am Ende zu der alchemistischen Hochzeit kommen. Also nochmal, um das aufzugreifen, zu dem, was gesagt wurde. Wir haben einen linken Kanal, den Mondkanal und einen rechten. Der linke Kanal, das ist die weibliche Seite, die weibliche Energie. Wenn du das wirklich als ein energetischer Strom wahrnimmst, fühlst und damit arbeitest, ist es eher eine kühlere Energie. Sie repräsentiert die typisch weiblichen, femininen Eigenschaften von fließen, fühlen, mitfühlen, sich kümmern, auf das Gefühl vertrauen, sich Zeit lassen. Ja, sich dem ganzen Strom hingeben. Und das sind sehr, sehr wertvolle Eigenschaften. Ja, wenn wir das so anhören, hört sich das sehr, sehr schön an. Die Energiequalität ist sehr ruhig. Das heißt, anders als die Sonnenenergie, die sehr ins Tun bringt, ja, die sehr aktiv ist, durchschlagend, durchgreifend, ist diese Energie, die Lunarenergie, eher die passive Energie, ja, wenn man das jetzt ins eine Extrem bringt. Und wenn man zu viel davon hat und wenn wir es wieder das Ganze auf unsere Manifestationen beziehen, dann ist es eine Seite, die träumt, wünscht, alles mit sich machen lässt, wenn es in ungesunde Extreme reinschlägt, sich nicht abgrenzen kann, sehr zerfließt, wenig Struktur und Plan, also Plan im Sinne von Pläne umsetzen, verwirklichen kann. Ja, wenn diese Seite zu stark dominiert. Diese Seite kann sich auch nicht so gut abgrenzen. Sie ist zu mitfühlend. Sie ist schnell bei den anderen und wenig bei sich. Vielleicht fühlst du dich jetzt auch gerade angesprochen, wenn du das so hörst. Horch dann noch mal in dich hinein, inwieweit das mit dir resoniert, was du daraus nimmst. Und die andere Seite wiederum, die männliche Energie, die männliche Ahnenlinien, der Sonnenkanal, verläuft am Rücken auf der rechten Seite. Und alles, was sich rechts befindet, wenn du dich jetzt mal so in Hälfte aufteilst, steht auf dieser Seite. Das heißt, wenn du zum Beispiel unter körperlichen Problemen leidest, das ist jetzt nicht nur ein einzelner Faktor, der das bestimmt, aber gerade körperliche Programme sind sehr eng an Familienprogramme, an Ahnenthemen geknüpft. Und wenn es mehr rechts ist, dann ist es eher aus der rechten, aus der männlichen Linie. Wenn es eher links ist, ist es eher aus der weiblichen Linie. Das ist ganz spannend, das ja so zu beobachten. Ich habe da selbst sehr gute Erfahrungen darin gehabt, dass ich immer Kiefer- und Zahnschmerzen auf der linken Seite hatte, die ganz klar mit meiner Mutterlinie assoziiert waren. Heute weiß ich viel, viel mehr darüber, wie das zustande kam und was genau getan werden musste, nämlich das Ganze auszubalancieren und gewisse Themen, die auch mit diesem, ja, Körperbereich zusammenhängen, durchzuarbeiten. Deswegen nenne ich das jetzt nebenbei. Und der rechte Kanal, um bei ihm nochmal zu bleiben, repräsentiert die Sonnenseite. Die Energie ist sehr warm, feurig, dominant. Deswegen heißt sie ja klassischerweise männlich. Du kannst dafür aber ein anderes Wort nehmen. Und es geht um strukturiertes, klares Bestimmen, Abarbeiten, ins Tun kommen. Das Wort Tun ist ja eine große Komponente, wenn wir auch an das Manifestieren denken, ja? Und das Extrem davon ist, seine eigene Intuition zu verlassen, auf diese nicht zu hören, ständige Kontrolle über alles behalten zu wollen. Ja, auch dafür meine ich hinein, was könnte mit dir resonieren, was könnte in dir jetzt gespiegelt wiederkommen, was aus dieser männlichen, überwiegenden Seite kommen darf oder kann, ja? Denn auch wenn du vielleicht Frau bist und jetzt zuhörst, kann es doch vorkommen, dass du eher
mehr zur männlichen Seite energetisch ausgerichtet bist und mehr davon verkörperst. Auch wenn du nach außen, ja, sehr weiblich aussiehst und das hat damit jetzt nichts unbedingt zu tun. Das kann zusätzlich natürlich draufkommen, dass sich das auch im Äußeren bemerkbar macht, dass du eher einen herberen Stil hast, dass du eher, ja, kühler und straighter sozusagen auftrittst. Die Frage ist, inwieweit bist du damit konform? Ist das für dich in Ordnung, so wie es ist? Denn diese überwiegend männliche Seite kann sehr vom Vorteil sein, wenn es zum Beispiel um den beruflichen Kontext in unserer 3D-Realität, in unserer westlichen Welt geht. Denn da sind diese Eigenschaften, dieses so ein bisschen Ellenbogenmentalität, durchsetzen, durchschlagen, planen, durchgreifen, bestimmen, sehr wohl gefragt. Es wird nur für eine Frau ein bisschen schwierig, wenn das Ganze aus, ja, nicht ausbalanciert ist und wenn diese männliche Komponente, die im Beruf vom Vorteil sein kann, je nach Beruf natürlich, wie stark das gelebt wird, auch auf andere Bereiche im Leben übergeht. Denn wenn du eine Frau bist und eher die dominant männliche Seite lebst, wirst du sehr schnell oder nach einer gewissen Zeit halt eben damit konfrontiert sein, dass du ausgelaugt bist, dass du gewisse Probleme in deinen privaten Beziehungen beziehungsweise in Partnerschaften womöglich erlebst. Genauso ist es aber auch, wenn du zu sehr die weibliche Rolle lebst, ja? Und selbst wenn wir den Beruf nehmen, gar nicht so sehr die Beziehungen zu deinem näheren Umfeld oder deinem Partner oder deinem Traumpartner, dass du in deinem Beruf dich zu wenig zeigst, dass du nicht konkret deine Wahrheit ausformulieren und ausagieren kannst, dass du dich eher fließen lässt, zwar Pläne schmiedest, aber diese nicht konsequent umsetzt. Auch das ist ein Extrem, welches je nach Kontext störend sein kann. In Beziehungen würde sich das so zeigen, dass du keine Grenzen setzen kannst. Ja, ein ganz häufiges Problem, ein häufiges Thema. Oder dass du zu emotional reagierst, impulsiv. Jetzt weniger im aggressiven Sinne, sondern eher im Opferrollenmodus. So würde ich das eher jetzt ausdrücken, auch wenn es vielleicht hart klingt. Aber deswegen bist du ja hier, deswegen wollen wir uns das gemeinsam anschauen. Und meine Intention dabei ist, euch zu helfen, euch darauf aufmerksam zu machen, dass es diese beiden Kanäle, diese beiden Ahnenlinien in euch gibt. Und je nachdem, wie du aufgewachsen bist, einige von euch werden auch alleinerziehende Mütter haben oder wo der Vater zum Beispiel durch eine, ja, berufliche Einspannung nicht besonders präsent in der Erziehung war, dass die Mutter möglichst gut beide Rollen kompensieren, erfüllen musste, dass auch da auch schon ein Ungleichgewicht in dir entsteht, aufgrund dieser Familienkonstellation aus deiner Erziehung. Und da sind nicht mal deine Omas, Opas und und epigenetischen Faktoren mit eingeschlossen, ja, die es auch noch zu diesen beiden Kanälen zusätzlich gibt. Und was ist die Lösung? Das wirst du dich vermutlich fragen. Die Lösung gibt es zum Glück und die Lösung liegt in der Ausbalancierung. Im Kurs, in unseren Manifestationsritualen arbeiten wir mit den Chakras, ja? Also nach dem Gebet, Tadatara-Gebet, Ansprache an die ursprüngliche Kraft, gehen wir Chakra für Chakra alle Bereiche durch. Darin sind auch alle Energiestufen, Körperstufen mit eingeschlossen. Und Chakra, das heißt beide Seiten. Trotzdem macht es Sinn, in der aktuellen Situation, in der aktuellen Energie, heute nochmal genauer sich mit den beiden Kanälen zu befassen und
hineinzuspüren, wenn du dir jetzt mal einen kurzen Augenblick Zeit nimmst, dich mal reflektierst und überlegst, in welchem Kontext, in welchen Situationen glaubst du mehr mit männlicher Energie ausgestattet zu sein oder mehr mit weiblicher? Ob das je nach Bereich sich sogar wechselt oder sich wie ein Faden zieht, dass du mehr männliche Energie hast oder mehr weibliche. Natürlich, wenn du eine Frau bist, wirst du auch insgesamt etwas mehr weibliche Energie in dir tragen, idealerweise so 60:40. Wenn du ein Mann bist, 60:40, wobei 60 die männliche Energie sein sollte für die Balance. Und überlege nochmal genau, in welchen Bereichen, wo eine Seite dominiert, das zu einem Störfaktor wird. Nimm dir dafür ruhig einen Augenblick Zeit und überlege, welche Situationen das genau sein könnten, bevor wir dann gleich zu der gemeinsamen Praktik kommen, die von mir angeleitet dir eine Stütze sein wird und dir helfen wird, diese beiden Seiten in der alchemistischen Hochzeit zu vereinbaren, zu harmonisieren, die beiden Kanäle zu verbinden und stärker in Balance zu bringen. 1, 2 Minuten hast du jetzt dafür? Okay. Was jetzt folgt, ist spannend, soll dich neugierig machen und die Frage ist, die du dir selbst jetzt im Inneren ehrlich beantwortest, nachdem du dich reflektiert hast und überlegt hast, welche Seite dominiert in dir mehr, die weibliche oder die männliche? Wenn du jetzt eine Frau bist und sagst, bei dir dominiert die männliche Seite, ja? Du hast das Gefühl, du musst dich ständig beweisen, dass du ständig Kontrolle übernehmen musst. Du musst die Führung übernehmen. Du verwickelst dich schnell in Streitigkeiten, in aggressives, impulsives Verhalten. Du musst quasi deinen Mann stehen, sei es jetzt im beruflichen Kontext oder in Partnerschaften, deinen Kindern gegenüber oder sonstigen Verhältnissen. Oder du bist, genau, bleiben wir jetzt, du bist jetzt gerade mehr männlich ausgerichtet. Denk nur dran, ja? Ähm, Wir kommen am Ende nochmal darauf zurück, aber denk daran, dass du heute, dein innerer Mann, den du gerade in deiner 3D-Realität stehst, du heiratest deine innere Frau, ja? Also die, die du so ein bisschen vermisst, die den Ausgleich bringen würde. Das ist die Frau, die jetzt fehlt, die das Ganze auflockert von deiner männlichen dominierenden Energie. Das ist dein Gegenpart, den du heute einlädst, dich zu stabilisieren, zu harmonisieren, statt noch mehr Härte, etwas mehr Lebensfreude und Fluss zuzulassen, statt aktives Tun und Durchgreifen, natürliches Ausruhen, Zurücklehnen, fließen lassen, Intuition erlauben.
Fürsorge zeigen, Empathie, gesunde Intimität zulassen. Ja, diese Seite von dir, die du schmerzlich im Inneren vermisst oder in deinen Partnerschaften zum Beispiel zu kurz kommt. Die innere Frau, die heiratest du heute. Ja, die lädst du heute ein. Wenn du ein Mann bist, bei dem logischerweise schon von Natur aus die männliche Seite die dominantere ist und zu dominant die übertrieben, sag ich mal, Männlichkeit dominiert. Das ist wiederum dieselbe, die ich bin ein harter Kerl, Gefühle sind was für Weicheier. Ja, ich übertreibe jetzt mal, ich überdrehe das Ganze. Wenn das so dein Thema ist und du nicht das Gefühl hast, dass du Schwäche zeigen darfst, weil Gefühle für dich so eine Art Schwäche sind, aus deinem Familiensystem, ein Glaubenssatz aus deiner Umwelt, ja, wie auch immer, heiratest du auch die Frau in dir, ja, du lädst deine innere Frau ein, denn ein wahrhaftig starker Mann ist derjenige, der beides einbezieht, der seinen Mann steht, aber auch fähig ist, seine Gefühle angemessen, empathisch zu zeigen. Ein Mann, der männliche Kraft beim Manifestieren zeigt. Das heißt, er ist gut darin, nicht nur zu träumen, ja, was eher weibliche Eigenschaften wären. Er ist ein Macher, ja, du sagst ihm, er macht das. Dass dieser Mann auch die Visionen leben darf und auch mal loslässt, es geschehen lässt, ja, dem Universum nicht im Weg steht, lädt er die Frau ein. Er heiratet heute die alchemistische Frau. Und wenn du eine Frau bist, bei der die weibliche Seite dominiert, du bist ganz mit dem Mond, ja, schwingend und mit dem Mond verbunden. Und bei dir passiert alles nach einem Fluss, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ähm, Dir fehlt ein bisschen Struktur. Heiratest du heute den alchemistischen Mann? Du lädst den Mann ein, der dich lehrt, erfüllt, ausgleicht, deine natürlichen Grenzen zu zeigen. Der dir sagt, dass es okay ist, Nein zu sagen. Dass es okay ist, Grenzen zu setzen. Dass es gesund ist, sich abzugrenzen. Dass es genauso gesund ist, etwas zu wollen und es sich auch einzufordern. Ja? Das ist auch so eine magische Eigenschaft, die beim männlichen Geschlecht sehr verführerisch ist, wenn eine Frau weiß, was sie möchte und es auch, ja, keine Angst hat, nach außen zu leben. Dass sie es trotzdem auf ihre weibliche, sexy Art kommunizieren und durchsetzen kann. Heiratest du heute den alchemistischen Mann? Genauso wie wenn du ein Mann bist und in dir dominieren eher die weiblichen Eigenschaften. Du bist der klassische Softie, ja, wenn man das so will, und du bist gut darin, dir in Tagträumen etwas zu überlegen. Du bist gut darin, anzunehmen, zu trösten. Du bist eigentlich so der beste Freund, den man sich wünscht. Ja? Und für deinen Manifestationserfolg möchtest du mehr Durchdringlichkeit, Schlagkraft, mehr tun, ja, mehr PS auf die Straße bringen, mehr Energie. Dann lädst du heute auch deinen alchemistischen Mann ein, deine männliche Seite, deine männliche Stärke zur Balance. Und wie das Ganze funktioniert, nach dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, sieht so aus. Wir machen gleich eine Relaxationsübung, die aus Kriya Nidra kommt. Wir entspannen erstmal unseren gesamten Körper und die Ursprünge dieser ganzen Geschichten, unsere beiden Hirnhälften und unseren Rücken.
Und so den ganzen Körper. Wir fangen gleich unten an und danach kommt danach. Das sage ich dann danach. Okay. Los geht es damit, dass du dich entweder bequem, aber aufrecht hinsetzt. Du darfst dich gerne auf eine Couch packen und ein Kissen unterm Po legen oder ein stützendes Kissen unter deinen unteren Rücken. Oder du legst dich hin auf ein Bett, eine Couch, ein Sofa, ja, dass dein Rücken möglichst in natürlichen Position aber gerade ist. Natürliche Position, dass er diese S-Kurve noch behält, dass du dich jetzt nicht auf einen harten Boden packst, wo es total ungemütlich für dich wird, dass du irgendwie Schmerzen bekommst. Nichtsdestotrotz, dass du dir kein Kissen unter den Kopf legst, was so dick ist, dass du nicht gerade liegen kannst. Ja, ein leichtes, kleines Nackenkissen, eine Nackenrolle oder so ist in Ordnung, wenn das für dich notwendig ist. Dass du dich hinlegst und ja, oder hinsetzt in eine bequeme Position und wir damit beginnen, dass wir ein paar tiefe Atemzüge nehmen. Das heißt, du atmest ganz entspannt durch die Nase ein und durch die Nase oder durch den Mund wieder aus. Ganz natürlich, kein zu starkes oder zu lautes Atmen. Musst auch keine Sekunden zählen. Gehen wir dazu über, dass du dir vorstellst, du bist jetzt der linke Fuß. Deine ganze Aufmerksamkeit ist im linken Fuß. Deine Zehen, die Fußsohle, der Fußrücken, dass du all das entspannst. Du lässt locker und entspannst dein gesamtes Bein bis zum Knie, Wade, Schienbein, Kniekehle, Kniegelenk. Lässt du richtig locker. Dann den gesamten Oberschenkel auf der linken Seite. Fühl den Oberschenkel. Wie fühlt sich der Oberschenkel im Vergleich zur Wade an, zu den Zehen? Fühlt sich irgendwas davon schwerer oder leichter an? Spürst du irgendwo ein Kribbeln, ein Ziehen? Bis deine ganze Aufmerksamkeit in deinem linken Bein ist. Dein ganzes linkes Bein wird ganz schwer, weil es so tief einsinkt, versinkt, fast verschmilzt mit deiner Unterlage, wo du gerade sitzt oder liegst. Okay. Wie fühlt sich dein linkes Bein im Vergleich zum rechten Bein? Schwerer oder leichter? Kommen wir jetzt zum rechten Bein. Und wir fangen wieder im Fuß an. Zehen, Fußrücken, Fußsohle entspannen sich. Eine wohltuende Wärme massiert den Fußbereich, entspannt ihn. Legst du deinen Fokus jetzt weiter in die Wade,
Schienbein entspannst du alle Muskeln, das gesamte Bein, den gesamten Unterschenkel bis zur Kniekehle, Kniegelenk. Geht es weiter mit dem Oberschenkel, lässt du alle Muskeln, Sehnen, Knochen, Haut in die völlige Entspannung. Mein rechtes Bein ist vollkommen entspannt. Fühlst auch da den Unterschied? Wie fühlt sich jetzt dein rechtes Bein komplett im Vergleich zum linken Bein? Gibt es da einen Unterschied? Gibt es eine Differenz in Empfindungen? Und sprich mir nach innerlich, meine Beine sind beide vollkommen entspannt. Meine Beine entspannen sich. Geht es weiter zu dem Unterleib, deinem Bauch? Fühle, wie alle Muskeln, Sehnen, Organe, Knochen sich in deinem Unterleib entspannen. Sie sinken tiefer in die Unterlage, so als ob alles zerfließt im Raum. Dein kompletter Bauch ist entspannt bis zum Zwerchfell. All die Organe, Leber, Milz, Nieren, Magen, Darm, alles ist vollkommen entspannt. Alle Muskeln, alle Sehnen, bis in die feinsten Strukturen auf Zellebene sind entspannt. Geht es weiter mit deinem Brustkorb? Du entspannst deinen Brustkorb, spürst in deine Atmung hinein, lässt den Brustkorb ganz natürlich und passiv ein- und ausatmen. Beobachtest, wie das Zwerchfell sich weitet und wieder zusammenzieht mit jedem Atemzug. Entspannen sich alle Knochen, alle Muskeln, alle Zwischenmuskeln in Rippen. Alle Organe entspannen sich, die Lungen, das Herz, alle Drüsen. Fühle, wie der ganze Brustkorb noch tiefer in die Unterlage sinkt. Fühlt sich da was anders an? Brustkorb, Bauch, beide Beine. Fühlen sie sich alle gleich entspannt? Links, rechts. Du spürst, wie die Anspannung im Brustkorb immer weiter nachlässt. Ein angenehmes Gefühl sich ausbreitet, eine angenehme Wärme in deinem Herzensraum sich ausdehnt und zu dem Rücken übergeht. Deine Aufmerksamkeit ist jetzt im gesamten Rücken, vom Hals bis hinunter zum Gesäß. Entspannst du deinen Rücken,
Rechte Hälfte, linke Hälfte entspannen sich. Bereich für Bereich, von unten nach oben. Vom Steiß über Lendenwirbelsäule. Mit allen dazugehörenden knöchernen Strukturen, Nerven, Sehnen, Arterien, Venen, Muskeln. Brustkorbhöhe, Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule, Schultergürtel, Schulter, Schulterblätter. Alles kommt in eine völlige, entspannte Lage. Wir machen weiter mit dem linken Arm. Spür, wie die Anspannung runterfährt, sich lockert. In jedem Finger löst sich die Anspannung im Handgelenk. Dein Unterarm wird schwerer. Dein Unterarm entspannt sich, Ellenbogen, Oberarm. Du spürst richtig, wie die Anspannung herausfließt. Du locker lässt bis zum Schultergelenk. Auf der linken Seite dein ganzer linker Arm ist entspannt. Spür hinein, welche Strukturen es schwer haben, deinen Anweisungen zu folgen, sich zu entspannen. Lenk deine Aufmerksamkeit noch weiter rein und gib ihnen den Befehl, sich zu entspannen. Der gesamte linke Arm ist entspannt. Kommen wir zum rechten Arm. Auch da wieder Finger für Finger, Handgelenk, Handfläche, Handrücken, Unterarm bis zum Ellenbogen. Wird immer schwerer, immer entspannter auf der rechten Seite. Dem folgt der Oberarm mit all seinen Strukturen, Knochen, Sehnen, Muskeln, entspannt sich. Lass es locker, lass alles fließen. Du bist vollkommen entspannt im rechten Arm. Schulter entspannt. Der gesamte rechte Arm ist entspannt. Fühle den Unterschied in der entspannten Lage zwischen den Armen, zwischen links und rechts. Welcher Arm ist mehr entspannt? Lenke deine Aufmerksamkeit zu dem Arm, der weniger entspannt ist, und gib ihm den Befehl, sich noch mehr zu entspannen. Beide Arme sind vollkommen entspannt. Geht es jetzt über zum Hals, vom Schultergürtel bis Kopfansatz, Haaransatz. Vorne und hinten, dein ganzer Hals entspannt sich. Mit all den Strukturen, Gefäßen, Knochen, Drüsen, Muskeln, Sehnen, alles wird vollkommen entspannt. Du spürst so richtig, wie du dich befreit anfühlst,
weil sich alles in deinem Hals entspannt. Nun kommt dein Kopf. Lass den Kopf natürlich sich bewegen. Wenn du liegst, lass ihn noch tiefer in die Unterlage sinken. Lass dich fallen, entspanne. Alle Muskeln im Gesicht, alle knöchernen Strukturen, Sehnen. Entspannen deine Zähne, deine Kieferknochen. Besonders den Unterkiefer, der ist bei den meisten verspannt. Bring dann noch mehr Entspannung hinein in den Unterkiefer. Lass ihn so locker. Vielleicht auch den Mund leicht auf, wenn sich das für dich gut anfühlt. Du entspannst deine Augen, die Augenkanäle, deine Ohren, deine Schläfen, die Stirn. Die gesamte Schädeldecke ist entspannt. Was fühlst du im Kopf, am Kopf? Kommen wir jetzt in den Kopf hinein und versuche jetzt durch dein rechtes Auge zu atmen. Du stellst vor, dass du Licht, goldweißliches Licht im rechten Auge atmest. Du atmest mit deinem rechten Auge. Deine ganze Aufmerksamkeit ist in deinem rechten Auge. Dort siehst du Licht oder stellst dir vor und atmest, fühlst hinein mit deinem rechten Auge. Und so entspannst du den rechten Sehnervkanal. Wichtige Verknüpfungen, Überkreuzungen sind dort, auch für unsere weiblichen und männlichen Kanäle, Pheromondrüsen. Gehst du über und atmest mit dem linken Auge. Du siehst im linken Auge goldweißliches Licht und atmest mit dem linken Auge. Jetzt gehen wir über und stellen uns unsere linke Hirnhälfte vor, dass sie ganz hell ist, mit goldweißem Licht, weißlichem Licht. Und wir atmen mit der linken Hirnhälfte, auch wenn es ungewöhnlich vorkommen mag. Ist dein Fokus auf die linke Seite, auf die linke Hirnhälfte und du atmest da rein und aus, ein und aus, ein und aus. Damit harmonisierst du und balancierst du jetzt schon die entscheidenden Impulsgeber, wichtigen Kanäle auf der linken Seite, die dann zur rechten Körperhälfte kommen. Deine männliche Seite ist die linke Hirnhälfte und rechte Körperhälfte. Okay. Gehst du über zur rechten Hirnhälfte? Goldweißliches, diffuses Licht füllt diese linke Hälfte aus, rechte Hälfte, Entschuldigung. Du atmest mit deiner rechten Hirnhälfte. Dein ganzer Fokus liegt dort.
Der restliche Körper ist entspannt. Er liegt da, als ob er nicht da wäre, doch er ist da, ist angeschlossen und deine ganze Aufmerksamkeit ist in der rechten Hirnhälfte. Der weibliche Kanal fließt von dort zur linken Körperhälfte. Und jetzt atmen wir mitten im Kopf, da wo die Überkreuzungsstelle ist, für die Kanäle, weiblichen, männlichen Kanal, für wichtige Hirndrüsen, Hormondrüsen. Da liegt die Hypophyse mitunter. Und du atmest golden-weißliches Licht in eine Kugel ein und aus. Beim Einatmen wird die Kugel kleiner. Beim Ausatmen dehnt sich das Licht aus und umfüllt den gesamten Schädel. Dein gesamter Fokus liegt mitten im Kopf. Du siehst dieses Licht, stellst es dir vor, atmest da ein und aus, mitten im Kopf, zwischen den Ohren. Dein Unterkiefer ist ganz entspannt. Kannst den Mund auch leicht öffnen, wenn es für dich angenehm ist. Dein Nacken ist entspannt. Dein hinterer Kopfbereich, deine Ohren, dein Kiefer, Oberkiefer, Unterkiefer, Augen. Der gesamte Körper ist entspannt. Okay, nun kommen wir zunächst dazu über, in dieser entspannten Situation, dein ganzer Körper ist entspannt, dass du dich jetzt auf deine linke Körperhälfte fokussierst. Das heißt, von allen linken von Zehenspitzen über bis nach ganz oben bis zur linken Hirnhälfte, also bis zum Kopf, Kopfspitze, linke Seite. Fokussierst du dich nur auf die linke Seite. Was fühlst du dort? Fühlst du überhaupt einen Unterschied? Fühlt sich der linke Teil schwerer an oder leichter? Möchte er sich mehr bewegen oder liegt er ruhig da? Kann er die Ruhe aushalten? Spürst du hier mehr Wärme oder Kälte? Kribbelt es irgendwo? Fühlst du goldweißliches Licht von oben, vom Kopf, vom linken Seite aus, von der Schädeldecke über, das ist eine Art Nieselregen von oben kommt und gesamte linke Körperhälfte von oben nach unten wie so eine Art Dusche anfängt zu bewässern. Gesamte linke Teil wird in Licht eingehüllt. Goldweißes Licht erfüllt die gesamte linke Körperhälfte. Was fühlst du? Fühlst du einen Unterschied zur rechten? Lass es einen ganz kurzen Augenblick wirken.
Jetzt kommen wir über zur rechten Hälfte. Die linke liegt ganz entspannt und locker und du konzentrierst dich auf die entspannt und locker liegende rechte Seite. Von Schädeldecke über bis zum Zehenspitzen. Du bist ganz in deiner rechten Körperhälfte angekommen mit deiner gesamten Aufmerksamkeit. Was fühlst du im Rücken? Fühlst du einen Unterschied zwischen links und rechts? Gibt es einen Unterschied zwischen den Armen, Beinen, Füßen, Kopfhälften, Hals, Bauch, Brust, Kälte oder Wärme? Wo gibt es vielleicht ein Kribbeln? Wo fühlst du mehr Entspannung oder Anspannung? Deine Aufmerksamkeit sensibilisiert dich, genau auf die Bereiche zu schauen, deine gezielte Aufmerksamkeit dahin zu lenken. Wo du Unterschiede wahrnimmst, hängt das mit all dem zusammen, was ich im Vorfeld gesagt habe, zu links und rechts, zu den Themen. Denn alles ist eins und in sich ein geschlossenes System. Fühlst du goldweißes Licht jetzt von oben nach unten hindurch fließen, durch die rechte Körperhälfte durch. Fühle, wie sich das Ganze auffüllt. Die ganze Körperpartie, die ganze rechte Seite füllt sich mit goldweißen Fließtropfen auf, dass du ganz ausgefüllt bist auf der rechten Seite, so dass im Endeffekt links und rechts gleichermaßen von diesem goldenen, weißlichen Licht umhüllt sind, dass du dich selbst, wenn du dich in einen Raum stellst, visuell vor deinem geistigen Auge, bist du ein goldweißliches Männchen, eine Figur, die komplett mit goldweißem Licht im gleichermaßen ausgefüllt ist. Der gesamte Körper liegt immer noch entspannt da. Fühl hinein, welche Seite. Fühlt sich alles gleich entspannt an? Gibt es eine Seite, eine Körperpartie, die sich anders anfühlt? Entspannst du alle Partien gleichermaßen? Mhm. Ja. Versuchen wir es, auch wenn es schwer fällt, uns wieder ins Hier und Jetzt langsam zurückzubringen. Mach jetzt keine zu überschießenden Bewegungen. Komme ganz in Ruhe im Hier und Jetzt an. Du darfst dich, wenn du magst, leicht strecken, deine Finger, deine Zehen durchbewegen, wenn es für dich gut und richtig anfühlt. Nimm noch ein paar tiefe Atemzüge ein und aus, ein und aus, bis du letztendlich im Hier und Jetzt angekommen bist und gleich bereit bist, die Augen zu öffnen, dich in deiner Gesamtheit im Hier und Jetzt zu spüren. Hm. Ihr Lieben, ihr habt jetzt die alchemistische Hochzeit auf einer geistigen, spirituellen Ebene vollbracht. Das, was wir im Endeffekt alles im Vorfeld besprochen haben, da wo du mit deinem Verstand Aufmerksamkeit hineingelegt hast, hineingefühlt hast, welcher Part bei dir der dominierende ist,
welcher Part von dir, der weibliche oder der männliche, mehr Aufmerksamkeit, mehr Integration erfordert, mehr integriert werden darf. Also die alchemistische Hochzeit mit deinem inneren Mann oder deiner inneren Frau, das war die Vorbereitung. Und die Übung, die wir nach der Entspannung des gesamten Körpers gerade gemacht haben, diente der Integration eben dieser Hochzeit, die du in deinen Gedanken im Vorfeld als Überlegung getätigt hast. Kann sein, dass du dich jetzt ganz, ja, gemütlich und entspannt fühlst, was auch gut ist, wenn wir jetzt, sagen wir mal, abends haben und du dir Zeit nehmen kannst für dich. Trinke auf jeden Fall genug und ausreichend Wasser. Wenn Eindrücke kommen, Impulse, schreib sie gerne auf, was du in dieser Meditation, in dieser Übung, in dieser alchemistischen Hochzeit gefühlt hast, an körperlichen Eindrücken im Vorfeld, aber was dir an Gedanken und geistigen Impulsen hinzugekommen ist. Sieh das Ganze als ein Prozess und ein Update in deiner Manifestation, in deinem Manifestationsgeschehen. Denn diese Ausrichtung, diese energetische Reinigung und Balancierung ist erforderlich, um in genau das richtige Tun zu kommen, was du jetzt brauchst für deine Anziehung. Ob du jetzt einen neuen Partner anziehen möchtest, deinen Ex-Freund zurückgewinnen möchtest, mehr Geld anziehen möchtest, eine neue berufliche Perspektive, ein Reiselifestyle, ein Business, keine Ahnung. Das, was für dich jetzt wichtig ist aktuell, dein Manifestationswunsch ist. All diese Dinge durchlaufen die alchemistische Hochzeit. Denn um das ganze Puzzle zusammenzusetzen, für unseren Erfolg, fehlt uns immer eine Komponente von der einen oder anderen Seite, um in Balance zu kommen. Denn nur dann, wenn wir in Balance und mit uns im Reinen sind, im Inneren, sind wir im Reinen mit uns im Außen. Und wenn wir im Inneren mit uns im Reinen sind, können wir das, was im Außen geschieht, annehmen und das anziehen, was wir wirklich uns wünschen, was wir brauchen. Nicht aus dem Mangelgefühl heraus, um etwas zu kompensieren, sondern aus der Selbstsicherheit und Balance heraus.